Hallo meine Lieben, ich bin zurück und ich habe, ihr seht, ich habe andere Klamotten an. Ich musste Ersatzteile bestellen, ein bisschen Werkzeug. Ist jetzt alles angekommen. Ich habe mich hier hinten ein bisschen eingerichtet. Alles Nötige jetzt für das Einstellen von den Ventilen. Ihr habt es ja gesehen, wie es ausschauen kann in der Werkstatt auf Reisen, wie Chaos entstehen kann. Tatsächlich ist es bei mir so, die Sache mit den Ventilen hatte mir einige Probleme verursacht. Ich denke auch tatsächlich, zumindest in einem Fall waren falsch eingestellte Ventile eine Ursache für Motorschaden. Das war damals in Peru. Seitdem, dass ich das Motorrad eigentlich selber mache und auch die Ventile selber mache, seitdem habe ich überhaupt keine Probleme mehr gehabt. Da steht jetzt Einlass, Auslass, Einlass, Auslass. Das ist jeweils der Zylinder. Hier sind praktisch die Toleranzen, die ich einhalten darf. Und ich schreibe mir dann praktisch hin, was ich jetzt messe mit diesen Fühlerlehren hier drüben. Das ist natürlich, also auf das letzte Tausendstel kriegt man das nicht hin. Und sei es drum, wenn ich dann weiß, wie ich die Shims anpassen soll, dann habe ich hier so ein paar Shims mir gekauft, nagelneu. Und ja, dann passt man das entsprechend an. Ja, und damit bin ich jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen beschäftigt. Auch keine schlechte Idee, diese Plättchen mal nachzumessen. Dann gucken wir mal. Hier geht nicht mal ansatzweise rein. So, ich mache jetzt das für alle. Ich kann ja kurz die Geschichte erzählen. Das letzte Mal Ventil wechseln war in San Francisco und da hatte ich nette Leute kennengelernt, auch Motorradfahrer. Und die hatten mich nämlich, der hatte mir geholfen mit einer Wahnsinnswerkstatt. Ein sehr netter Typ war das damals und der konnte es auch richtig. Von dem habe ich zum Beispiel auch den Tipp mit diesem Blatt Papier erhalten. Und war nämlich richtig cool, da haben wir das zum letzten Mal gemacht. Dann seine Freundin hatte noch Barbecue für mich gekocht, wurde ein bisschen gegrillt, das fand ich schon sehr cool. Und ja, wir haben echt lange gebraucht, 4 Stunden oder so, wie gesagt, wegen dem ganzen Zerlegen von dem Motorrad. War auf jeden Fall eine coole Sache. Ich tue ein paar Bilder rein, der hatte eine Hammer-Werkstatt, der hatte irgendwie 10 halb funktionstüchtige Motorräder da, der hat sich wirklich ausgekennt. Ganz wichtig auch das Safe, das war nämlich der Waffenschrank. Ja, so war das. Das wäre jetzt zum Beispiel 0,2. Den Motor muss man ja beim Ventile einstellen, muss man den oberen Totpunkt finden. Das ist bei der KTM ziemlich geschickt gelöst. Das sind hier auf der Steuerkette und auf den Nockenwellen sind da Markierungen. Die müssen bündig sein hier mit dem Zylinderkopf. Wenn man diesen Punkt hat, dann gibt es unten noch eine Sicherheitsschraube, jene hier. Und mit der kann man dann den Motor praktisch sichern, dass er sich nicht verdreht. Weil ich habe ja jetzt schon nachgemessen und habe gleich im ersten Anlauf festgestellt, dass alle Ventile zu eng eingestellt sind. Das heißt, ich muss auf jeden Fall den Motor weiter aufmachen. Und in dem Moment, wenn die Steuerkette hier praktisch nicht mehr auf dem Motor ist oder auf den Nockenwellen, dann will man auf keinen Fall, dass sich der Motor bewegt, weil das würde dann dazu führen, dass die ganze Einstellung flöten geht und dann wird es nämlich kompliziert, das Ganze nachzustellen. So, ich habe mir jetzt dieses Spezialwerkzeug hier selber gebastelt. Der Trick ist einfach der, im oberen Totpunkt, je nach Zylinder, der linke oder der rechte oder der vordere oder hintere, je nachdem wie man es sieht. Wenn man am oberen Totpunkt ist hier unten eine Markierung. Ja, das ist eigentlich ganz geschickt gelöst. Da ist diese Metallplatte und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich dann am richtigen Totpunkt bin, ist da so eine 3 mm tiefe Einkerbung. So, diese Platte ist genau auf 35 mm, diese Kerbung ist der tiefste Punkt 38. So, jetzt habe ich mir ein Werkzeug gebaut und dieses Stück hier
sind eben genau diese 38 mm. Das heißt, wenn ich diese Schraube eingeschraubt habe, dann weiß ich auch sicher, dass es in der Markierung sitzt. Das ist der ganze Trick dabei. Ja, jetzt muss die Steuerkette runter, der Nockenwellenhalter oben, das ist dieses Aluteil, muss raus. Ja, dann müssen die Nockenwellen raus und dann komme ich an die Shims. Aber das zu machen, ist das allererste immer der Steuerkettenspanner und der ist natürlich wieder super angebracht hier bei der KDM. Dieses schwarze Teil hier ist ein Rahmenhalter. Hier hinten ist der Steuerkettenspanner. Da komme ich jetzt gerade so rein mit dem Schlüssel. Und die Frage ist aber, ob er jetzt da noch rausgeht. Ja, Steuerkettenspanner. Die waren zum ersten Mal irgendwie kaputt, scheinbar, wo ich in Chile war. Da hatte ich ja vorhin, irgendwann hatte ich ja da schon mal Bilder gezeigt. Ja, ich glaube eher, dass die Mechaniker da nicht ganz kapiert haben, wie die funktionieren. Weil die muss man ja beim Einbauen vorspannen, aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Das ist das gute Stück. Das kann man hier so zusammendrücken, seht ihr das? Ich habe jetzt den Steuerkettenspanner praktisch gelöst, jetzt ist die Steuerkette hier locker. Als nächstes Feld sind diese Halter mit den beiden Schrauben. Danach sind wir schon bei dem Nockenwellenhalter, das ist dieses Aluteil hier. Der hat insgesamt 1, 2, 8 Schrauben, glaube ich. Dann kommt das runter, dann kommen die Nockenwellen, das sind diese Teile hier, raus. Da ist ganz wichtig, die sind unterschiedlich markiert. Einlass steht, glaube ich, EV drauf, beim Auslass steht AV markiert drauf. Und dann sind hier unten, man sieht es vielleicht ganz leicht, diese Kipphebel. Diese Kipphebel klappe ich dann nach oben und dann komme ich drunter an die jeweiligen Shims. Also was ich auf meinen Reisen ja gelernt habe, bei solchen Arbeiten braucht man immer Ruhe. Es bringt nichts, wenn es heißt, keine Ahnung, es ist jetzt nachmittags um 3 Uhr, am nächsten Tag muss man irgendeine Fähre erwischen und dann fängt man noch schnell an, die Ventile einzustellen. Das funktioniert nicht. Es ist immer besser, ein bisschen Zeit mit einzuplanen. Ja, und was auch, ihr seht es ja vielleicht hier im Hintergrund, es bringt auch sehr viel, wenn man sich eigentlich gut organisiert. Ich habe mir ja jetzt hier meine anderen Ersatzteile alles so zurechtgelegt und heute eben für dieses Ventile einstellen Projekt ist alles hier sozusagen. Und auf Reisen mache ich das ganz genauso. Selbst wenn es nur ein Reifenwechsel ist, was ja öfters mal vorkommt, dann lege ich mir das Zeug zurecht und versuche eigentlich schon halbwegs organisiert zu arbeiten. So, meine Lieben, ich habe den Halter jetzt losgeschraubt. Jetzt gucken wir mal, ob ich das hier rauskriege. Na, und da ist das schöne Stück. Sieht man auch schön die Düsen, diese goldenen Stücke. Die muss ich am Ende auch noch durchblasen, mit Druckluft ein bisschen. Und ja, eine Geschichte, habe ich jetzt tatsächlich mal wieder Bilder zur Abwechslung. In Ecuador, gehe ich mal ein bisschen zur Seite und blende hier jetzt die Bilder ein. In Ecuador, das war ja mein zweiter großer Motorschaden, war genau dieses Teil gebrochen. Und da könnt ihr mal einen Mechaniker fragen, der sich auskennt. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil auf diesen Halter überhaupt keine Kraft drauf kommt. Also der ganze Motorprozess, das findet ja viel weiter unten statt. Und ja, damals, ich war in Ecuador, in Quito, in der Werkstatt. Auch dort wurde dann der Motor komplett zerlegt. Ja, gibt es auch wieder ein paar so schöne Bilder jetzt von der Werkstatt. Muss KDM zugute heißen damals, die haben das tatsächlich umsonst repariert, ich musste nichts bezahlen. Was die gemacht hatten, es war in einem Zylinder, die haben praktisch den kompletten einen Zylinder ausgetauscht. Und die Frage war immer, ja, warum ist eigentlich dieses Teil gebrochen? Gut, jetzt geht es direkt so weiter.
Ich knie mich extra für euch, Leute. Jetzt kommen die Nockenwelle raus. Wie gesagt, hier ist jetzt wichtig, die darf man nicht vertauschen, die sind nämlich unterschiedlich. Und wegen der Markierung. Und die Markierung ist ja hier, also das habe ich jetzt schon mal, ich habe es aus Sicherheitshalber nochmal fotografiert. Die muss genauso wieder rein, wie sie rauskommt. Ansonsten hat man wirklich ein Problem. So, und das geht jetzt ganz leicht, weil die Steuerkette ja praktisch lose ist. So, haben wir hier jetzt die am Auslass. So, was ich an der Stelle immer mache, ich hänge die, weil ich will ja nicht, dass die Steuerkette reinfällt. Ich meine, es wäre jetzt nicht so schlimm, die kriegt man wieder raus, aber ich sichere die einfach mit einem Kabelbinder hier oben am Rahmen. Dann kann da schon mal nichts passieren. Tada, Nummer 2. Jetzt sieht man hier praktisch, wie schön das hier offen ist. Die Steuerkette hängt dort hinten. Und jetzt diese Clips hier, da drunter, das sind die Shims. So einfach ist das. Ich habe es in der ersten Folge schon erwähnt. Ist alles ein bisschen professorisch hier. Ja, genauso wie ich es auf Reisen eigentlich auch machen würde. So, mein Lieblingstool, habt ihr ja schon festgestellt, der Magnet. Jetzt ziehe ich praktisch eine der Shims nach der anderen raus und lege sie hier in meine wunderschöne Schematik rein. So. Ich muss sagen, mir macht es richtig Spaß, um ehrlich zu sein. Muss halt einfach, ich hatte es ja schon erwähnt, muss einfach Geduld mitbringen. So, eine wichtige Sache noch, Leute, wenn ihr sowas macht und jetzt länger nicht am Motor arbeitet, legt was drüber. Man will einfach nicht, dass irgendwas reinfällt. Ich meine, hier wird nichts passieren sonderlich, aber generell sollte man darauf achten. So, ich habe jetzt die Shims hier drin. Ich messe die jetzt schön nach mit der Schieblehre. Eigentlich heißt es ja Messschieber, ne? Das heißt drum. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ich habe jetzt gemessen. Also erstmal die alten Shims raus und hier genauso hingelegt. Dann habe ich sie gemessen und anhand von dem Wert bestimme ich die neuen. Es sind alle off, also alle um ja, 0,05 mm ungefähr. Und hier sind ja die Toleranzen, die ich einhalten muss. Und genau nach dem suche ich mir jetzt die neuen Shims und baue die dann rein. Gut, meine Lieben, ich bin soweit fertig. Habe den hinteren Zylinder jetzt tatsächlich schon eingestellt. Jetzt wollte ich euch nur mal kurz noch zeigen, wie genau das aussieht. Gehen wir auf die andere Seite. Also, wir haben ja hier die Toleranzen. Jetzt habe ich hier ein, das sieht schlecht, es ist 0,28 und das wäre jetzt für hier hinten praktisch. Mal gucken, ich habe jetzt die falsche Hand hier an der Kamera. Also man sieht jetzt, das soll so leicht saugend geht es rein. Auf der anderen Seite auch. Also normalerweise bin ich da geschickt, ich muss jetzt halt die Kamera auch an. Hier, an der Stelle. Es geht leicht saugend rein. So, wenn ich jetzt hergehe und die Nummer größer nehme, die 0,3, schwuppdiwupp, dann stelle ich fest, dass es nur mit etwas Gewalt reingeht. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das heißt, ich bin an der Stelle völlig in meiner Toleranz. Und vorne können wir auch noch mal kurz gucken. Dann nehme ich jetzt eine 0,13 hier. Und da ist es jetzt ein bisschen leichter mit dem Finger. Da muss ich nämlich jetzt nochmal zweimal nachstellen an der Stelle. So, das geht auch leicht saugend rein. Hier auch.
So, wenn wir jetzt die Nummer größer nehmen, die 0,15, dann werden wir feststellen, dass es auch hier nur mit ein bisschen Gewalt reingeht. So, an der Stelle geht es fast gar nicht. Ja doch, wie gesagt, mit ein bisschen Gewalt geht es rein. Somit ist der erste Zylinder jetzt schon mal gut eingestellt. Jetzt kommt noch ein Ding und das will ich euch unbedingt zeigen, weil das ist auch was öfters mal kaputt geht. Das ist der Steuerkettenspanner. Und um den zu installieren, muss man den vorspannen. Und da braucht man ein bisschen Gewalt. Das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Und dann muss man den ja noch festmachen und arretrieren sozusagen. Und ja, dann ist das ganze Ding auf dem einen Zylinder fertig. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist jetzt die eher nicht so professionelle. Man drückt einfach. Habt ihr das gehört? Und jetzt noch ein Stück weiter. Ein bisschen muss ich noch. Da geht noch mehr. Genau. Jetzt sieht das Gerät so aus. Ist praktisch vorgespannt. Und genau so bauen wir das jetzt ein. So, ich habe jetzt 3 Teile in der Hand. Einmal den vorgespannten Steuerkettenspanner, die Hauptbuchse und hier ist dann am Ende noch eine Abdeckung. O-Ring, ein bisschen eingeölt habe ich den schon. Kommt das jetzt so rein? Ja, der geht bis zum Anschlag rein. Dann kommt dieses schöne Stück. Das ist auch ein O-Ring, habe ich auch noch mal eingeölt. Interessant ist, ich habe nämlich die Ventile gemacht vor knapp 20.000 Kilometern. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich sie gut gemacht hatte auch. Dass die jetzt so weit unten waren schon wieder. Ich habe sie jetzt auch absichtlich oben eingestellt von der Toleranz. Aus genau dem Grund. Dann machen wir hier jetzt zu. Jetzt muss man hier einmal kurz reindrücken. Das war es schon. Ne, war es noch nicht. Gucken wir mal, ob die Kombination funktioniert. Ich brauche ja eigentlich nur ein bisschen mehr Kraft. Tada! Das war die Lösung. Ist ausgerastet, Kette ist fest. Man hat es auch deutlich gehört. Perfekt. Meine Lieben, ein Zylinder ist fertig. Jetzt ist 9 Uhr. Es hat leider länger gedauert, als ich dachte. Gelernt haben wir, dass man einen richtigen Schlüssel braucht. Jetzt habe ich den Spezialschlüssel hier raus. Weil jetzt muss ich ja den Totpunkt vom anderen Zylinder finden. Ich kann das nochmal schnell euch zeigen. Hier ist jetzt alles okay, alles zusammen. Da checkt man bitte ein bisschen öfters. Und ich mache das ja immer über das Hinterrad, es geht natürlich auch anders. Ja, sieht alles gut aus. Alternativ kann man auch hier drüben direkt am Motor mit einem großen Schraubenschlüssel oder mit einer großen Ratsche kann man das hier auch machen, aber da geht es ein bisschen leichter, weil man den Totpunkt leichter findet, aber so am Hinterrad geht es auch. Das war es soweit von meiner Seite. Hier seht ihr noch mal kurz ja, die Unordnung sozusagen. Ich mache jetzt noch den vorderen Zylinder, ist im Endeffekt die allergleiche Sache. Ich muss nur den oberen Totpunkt wieder finden. Da muss man um 360 Grad drehen und einmal um 75. Das muss ich mir jetzt alles nochmal genau überlegen, weil ich euch ja jetzt vorhin am Hinterrad das demonstriert hatte. Das heißt drum, die ganze Sache, jetzt ist schon spät, werde ich dann alleine machen und ich melde mich dann im nächsten Video mit dem Ergebnis sozusagen und dann bauen wir Katze weiter zusammen. Hab mich gefreut, dass ihr dabei war. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin, bleibt mir treu. Ich wünsche euch was. Tschüss.